Alles klar. Wir sind in Position. Johann und Wurm machen so viel Lärm wie möglich, damit Johnny und ich uns reinschleichen können, um Raiden zu suchen. Also, Herr Jäger, ich als eingefleischter Casanova habe eine Strategie entwickelt, die noch jeden meiner Konkurrenten zu Fall gebracht hat. Die Strategie lautet, den Wurm hitten. Lassen Sie es mich erklären. Ich bin ganz ohr. Also, beim Wurm hitten, da müssen... Was? Ich habe ebenfalls nicht verstanden, was diese Durchsage zu bedeuten hat. Meine Güte. Werde ich in meinem Alter jetzt schon schwerhörig? Nicht im Verhörzimmer? Johnny, sag mir nicht, du konntest die Nachricht verstehen. Oh, ihr etwa nicht? Die meinten, dass sich Raiden um eine Angelegenheit im Zimmer des Anführers kümmern sollte. Gut zugehört, Johnny. Dann wissen wir sogar schon, wo wir suchen müssen. Danke, Chief.闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめてEpisode 5. Persona. Ich hoffe, die Techniker haben die Lautsprecher wieder repariert. Unser letztes Rockkonzert haben die nicht so gut vertragen. Kilian, ich wollte Nenn mich nicht bei dem Namen eines solchen Schwächlings. Ich bin Raiden. Ja, Raiden. Genau deshalb wollte ich nochmal mit dir reden. Wir sind hier eine Unit bei der Spag Union. Und wir sind auch dankbar, dass du bei uns bist. Mich kann man nicht ersetzen. Aber beneide mich nicht. Glaub mir, es ist schwer, beliebt zu sein. Fast so schwer wie die Bürde, die auf meinen Schultern lastet. Ja, aber genau diese Art, wie du sprichst und wie du dich kleidest, geht einigen von uns allmählich ein wenig auf den Sack. Du willst doch zu uns gehören, oder? Dann benimm dich auch wie einer von uns. Ich bin ein Einzelkämpfer, der hunderte von Schlachten überlebt hat. In der Dunkelheit bin ich allein. Sie gibt mir meine Kraft. Und ich werde erst aufhören, schwarz zu tragen, wenn eine dunklere Farbe erfunden wird. Nun gut. Solange du gute Arbeit leistest, stört es mich wenig. Du kannst all deine Fantasien hier ausleben. Versuch nur ein wenig Rücksicht auf Bergwald und die anderen zu nehmen und texte sie nicht allzu sehr zu. Rücksicht? Ich habe mich von sämtlichen Gefühlen losgesagt. Zu viele Bindungen führen dazu, dass man den Fokus verliert und seinen größten Wunsch, sein stärkstes Verlangen vernachlässigt. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Ich kann dich beruhigen. Darüber brauchst du dir garantiert keine Sorgen zu machen. Meine Motive sind komplex und wir kommen der Vollendung meines Spag Union Traums Schritt für Schritt näher. Ich verliere nicht den Fokus. Wie dem auch sei,
Schon bald wird die Spec Union aus verantwortungslosen Kleinknaben richtige Männer machen. Was geht da ab? Raiden, schau nach, was der Krawall soll, aber kratz mir hier nicht ab. Ich überprüfe den Hintereingang. Wo auch immer das Böse lauert. Ich muss es vernichten. Dann lass uns mal den Wurm hätten. Schauen wir mal, was an deiner Strategie dran ist. Da merkt man mal wieder meinen Adelsstand. Wenn Sie mich nicht siezen, rollen sich meine Fußnägel empor, bevor ich das nächste Mal die Antichambre erblicke. Hey, den Lappen kenne ich doch! Komm her! Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Los! Na, keine Muni mehr? Hast du auf die Vögel gezielt, Hackfresser? Sehen Sie das? Das bedeutet es also, den Wurm zu hitten. Auch wenn der Wurm denkt, diese Strategie selbst entwickelt zu haben, ist ihm nicht bewusst, dass dies im Volksmund auch als eine Falle stellen bekannt ist. Och, der haut ja ganz schön auf den Putz. Ich persönlich lasse mich bei solchen Aktionen ja immer etwas mitreißen. Ja, los, links, rechts. Hau weiter rauf. Ja, na, wie fühlt es sich an, sich den Wurm gehittet haben zu lassen? Jetzt fühle ich mich aber stark, ja! Ein so primitiver Plan funktioniert auch nur bei genauso primitiven Kriminellen. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft am Kloppen haut dich der Megaschlag voll in mir raus den Socken! Ey, was für Lappen! Da hat uns Adachi schon vor dem Angriff gewarnt und die packen's trotzdem nicht! Macht euch bereit für eine Abreibung! Wenn ich mit euch fertig bin, lässt mich ins Traktorier vielleicht auch an seinem Spielzerkant anlegen. Ich bin Bergwald, der härteste Biker, den die Welt jemals gesehen hat! Sie haben ihn eiskalt umgebracht! Sind wir jetzt fertig hier? Dann verschaffen wir Ludwig und Johnny mal Feuerschutz. An der letzten Ecke hätten wir doch links abbiegen müssen. Bist du blind? Da stolpern wir doch voll in die Gebiete von der Phantom Troop rein. Willst du uns umbringen? Ich weiß sehr wohl, wie ich die Karte zu lesen habe. Außerdem, selbst wenn wir in dieses Gebiet stäßen, beschützte ich dich als dein Ritter, wie ich es schon immer tat. Oh ja, mein starker Ritter, der mich als Sklave halten will. Du versuchst nicht einmal, mich zu verstehen. Aber keine Sorge, sobald ich das Präsidentenamt habe, wirst du dich schon in deiner Rolle finden. Was ist das? Ich dachte, du wolltest mit mir Weltfrieden schaffen. Das hast du mir abgekauft? Bitte kann man keinen Weltfrieden schließen. Na, habt ihr euch verlaufen? Ich sagte doch, wir hätten links abbiegen sollen. Hey, wer seid ihr denn? Ihr erkennt uns nicht? Hör mal zu, Püppchen. Wir gehören zur Phantom Troop. Phantom Troop? Ich dachte, das heißt Troop. Nur stolze Mitglieder der Phantom Troop nennen sie bei ihrem richtigen Namen. Genau. Und mir flüsterte ein Täubchen, dass wir hier Eindringlinge finden würden. Unser Revier ist uns heilig. Hier kommt ihr nicht mehr lebendig raus. Aber wir sollten hier doch eigentlich noch in einem sicheren Gebiet sein. Selber schuld, wenn man nicht aufpasst. Machen wir sie mit dem Stiefelkreis bekannt. Ja, wir machen euch jetzt fertig wie ein Rettich.
Verdammt, sind das viele. Sie hat eine Waffe. Die hat sich wohl voll eingenässt. Sie hat so viel Schiss, dass sie es lieber selbst beenden will. Was für eine Verschwendung. Ja. So. Los, Fussel! Alles klar, Luisa. Verdammte Scheiße! Das ist zwecklos! Fussel! Was sind das denn für Freaks? Das stand nicht in der Jobbeschreibung. Pass auf, Luisa. Das hätte dich beinahe erwischt, wäre ich nicht eingeschritten. Überlass das Kämpfen doch lieber dem Mann und versteck dich irgendwo. Los. Luisa? Ich habe nie an unser gemeinsames Ziel geglaubt. Wenn ich Präsidentin bin, wirst du mein Haustier werden. Mal sehen, wie oft ich dich füttern werde. Du kannst dich da unten schon mal dran gewöhnen, den Dreck zu fressen. Und nun zum Rest von euch. Boss, deine Befehle? Stellung halten! Ich bin in die Nachhut. Ich werde meine Utopie verwirklichen. Excalibur! Die Nummer vom Töpfchen gehört mir. Ja, ich verfolgte auch nie die Weltfriedensambition. Ich habe weitaus höhere Ziele. Du wirst zu meinem ultimativen Statusobjekt. Offiziersdegen werden zu einer offiziellen Sportart. Und du wirst nicht mehr die Qual haben, selbst nachdenken zu müssen. Dein scheiß Herz. Das ist unsere Chance. Persona! Fussel! Komm schon! Na? Ist dir der Saft ausgegangen? Hier zeige ich! Na los, schieß doch! Hey Boss, pass auf, wo du hinschießt! Hey Kakerlake! Krimineller Abschaum wie du sollte nicht existieren! Verpiss dich, Lahmarsch! Danke, dass Sie uns gerettet haben. Aber wer sind Sie?
Sie kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Ich bin Metropolyman. Geht es euch gut? Ihr seid doch nicht verletzt? Es geht schon. Sie sind doch der Debattant aus dem Fernsehen, nicht wahr? Der bin ich. Hat euch die Debatte gefallen? Sie sind sehr charismatisch. Aber was machen Sie in einem Ganggebiet wie diesem? Ich bin hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Kriminalität und Armut muss man in der Theorie und Praxis bekämpfen. Warum nehmen Sie all diese Gefahren auf sich? Ich will die Welt gerechter machen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich habe aufgrund dieser ungerechten Realität das Familienmitglied verloren, das mir am meisten am Herzen lag. Deshalb werde ich die Welt verändern. Aber ihr seid sicherlich erschöpft. Kommt doch zu mir in mein Anwesen. Dort trinken wir dann zusammen in Ruhe ein Glas Milch. Wir kommen gerne mit. In unserer Verfassung schaffen wir es gerade eh nicht, diesen Borgwald aufzusuchen. Es tut mir leid. Ich bin wohl zu spät. Euch hat Gott wohl auch verlassen. Ich werde euch rächen, mich Gott stellen und rückwärts in die Hölle schreiten. Und hey, vielleicht werdet ihr mich ja eines Tages wiedersehen. Der Hintereingang wird wegen der Ablenkung nicht bewacht. Ihre Idee war mal wieder echt spitze, Chief. Nun ja, ich hoffe nur, dass Raiden mit sich reden lässt. Na, wen haben wir denn da? 2 verirrte Vöglein? Eine Eule und sein Küken. Wir sind aufgeflogen, Johnny. Polizei! Runter mit der Waffe! Ah, verdammte Scheiße! Tja, Opa, wirst langsam, was? Heiliges Kanonenrohr, der ist aber flink. Aber keine Sorge, Chief, uns beide kriegt er nicht platt. Stillgestanden und Pfoten in die Luft. Ich sehe, ihr seid beide prima Kandidaten für meine Spec Union, von der ich schon so lange träume. Die Spec Union, von der Sie träumen? Sind Sie nicht schon Anführer der Spec Union? Meine Motive sind, nun, komplex. Johnny, mit dem Anführer der Spec Union ist nicht zu reden. Wir müssen handeln. Du warst in der Ausbildung der zielsicherste Schütze von allen. Du weißt, was zu tun ist. Ich hab die Erlaubnis? Ja, Johnny. Du brauchst einfach mehr Selbstvertrauen. Zeig ihm, was du in der Ausbildung gelernt hast. Ich glaub an dich. Danke, Chief. Los. Ist gebongt, Chief. Hasta la vista, Baby. Johnny. Ja, Chief? Sag mir, was sollte normalerweise passieren, wenn man den Abzug drückt? Chief? Ich sag's dir, es sollte ein Schuss fallen, aber... Oh. Da ist gerade kein Schuss gefallen, Johnny. Ich habe die Pistole noch heute inspiziert und dir die Munition gegeben. Also sag mir, Johnny, wieso ist gerade keine Patrone aus dem Lauf geflogen? Die Munition? Oh, Backe, die habe ich doch glatt liegen lassen. Dinge gibt's. Hoppla. Das wird noch Konsequenzen haben, hörst du? Ich hab's einfach vergessen.
Tut mir wirklich schrecklich leid, Chief. Langsam musst du für deine ganzen Malheure mal gerade stehen. Wie ist denn so ein Clown bei der Polizei gelandet? Wow. Dann zeig ich euch mal, warum man mich Inspektor nennt. 高級車で地元に帰る一軒家もそのうち帰るダサかった昔を笑える友達と分ける缶ビール切れないバッフル切り突破あの悪ガキまではラッパー働き者増えてく残高隣の女の子は裸Kiss my shoes Air Force One 解体毎週路上でソウルを削っていたから土俵がどこでも戦える取り損ねたものから回収こけてもまたじっくり巻き返す勝因ならば負けて回数タフなやつが立ってる最終どこにいる合流また街に繰り出して散財数話してたやつが乾杯中だし非常階段で一服数四六時中ギャルが触るチンチンでも自ら触れてく本題したい放題させないビッチス相手が悪かったねどんまい冗談見た稼ぐボーラーもちろんベルフォートのホーダーバスケで言うならルイ八村収まらないから超えてくボーダー狡猾かつ硬派音楽家黒ずくめのゲットコンダクターあの団地からは抜け出した金を稼ぎいつか高級車で地元に帰る一軒家もそのうち帰るダサかった昔を笑える友達と分ける缶ビール切れないバッフル切り突破あの悪ガキまではラッパー働き者増えてく残高隣の女の子は裸